Yay, Servus, Grüezi und Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen, wo ist der kleine Schlinge Konstantin? Folge Greedfall. Ich hoffe, ihr habt noch Bock und ihr begleitet mich weiter auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Nee, Quatsch. Erstmal müssen wir den Novizen finden. Das ist schon mal auf jeden Fall die halbe Miete. Alte Lagerhäuser. Gibt's hier irgendwo noch was zu finden? Wir könnten ja einfach den Obdachlosen da ausrauben. Nein, mache ich nicht. Natürlich nicht. So schlimm bin ich jetzt auch nicht. Ich raube nur Prostituierten aus. Nee, Quatsch. Nee, komm. Komm. Jetzt wirklich. Also jetzt ist Schluss. Ach so, was ist denn hier? Untersucht das Verschwinden des nautischen Novizen. Also irgendwie sind die Missionen sehr komisch miteinander verwoben. Kann das vielleicht sein, dass das irgendwie mit der Ketzerjagd zusammenhängt? Nee, ich glaube nicht. Warte mal, ich rede mal wieder mit dem. Sir, you still haven't found your cousin. As you well know, we cannot leave without him. Have no fear. I will bring him back in time to make our scheduled departure. Is everything ready? I'm still without news of my cabin boy, but we will have to do without. Wegen des Schiffsjungens. Warte mal, nachfragen. Ach so. Hatten wir das gefragt? Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Warte mal. When did you see your cabin boy for the last time? It's been 2 days since I've had any news at all. It wasn't out of the ordinary until this morning. My men have free shore leave when we're at dock. But the day of departure, every able-bodied sailor must be present on the ship. Okay, Does Bekanntschaft. the boy know anyone in Serene? Other than fellow Nords, you mean? I don't think so, but it's difficult to be sure. Mhm. Okay, wer ist denn seine This Ex... Jonas. Does he have any close friends amongst the crew? In tradition, we are all members of the same family. But yes, there would be Flavio and Laura. Might I have a word with them? As you wish, you'll find them over there, in port. Aha. Be back soon, Captain. So wird der Fall gelöst. So, als erstes was hier. Untersuche das Verschwinden. Untersuche das Verschwinden des nautischen Novizen. Gehen wir erstmal da hinten rum, würde ich sagen. Die sind in der Kneipe, nehme ich mal an. Ich habe irgendwie das Gefühl, die sind in der Kneipe. Und ballern sich ordentlich voll. Wenn, dann ist es auf jeden Fall eine andere. Jo. So. Du Schlingel, du. Jetzt gib mir die Informations, aber erst plündere ich alles. Schon wieder ein Cabin. Sag mir alles. Warte mal, war da noch was? Ah ja. So, das Tagebuch des Schleusers. Ich habe 2 neue Kunden. Sie wollen nach Alte Welt reisen und die Inquisitoren sind ihnen auf den Fersen, was meine Arbeit nicht einfacher machen wird. Ich denke, ich kann sie unauffällig auf ein Schiff bringen, aber wir müssen vorsichtig sein und ich hoffe, dass sie geduldig und ruhig sein werden. Ich werde sie in einem Lagerhaus hinter dem Hafenamt verstecken, in das sich die Inquisitoren niemals hineinwagen werden. Ah, hinter dem Hafenamt. Durchsuche die Besitztümer des Schleusers. Okay, begib dich als Mitglied der Nauten aus. Sieh nach... Ah, okay, warte. Good day. Someone told me that you're a friend of Jonas's, the young cabin boy who's gone missing. That's right, yeah. Are you looking for him? Yes. Your captain asked me to go and find him. Happy to hear he's taken the disappearance seriously. What can I do for you? Das tut mir erstmal leid, dass ich gedacht habe, du wärst ein Junge. So, nach Kapitän Vasco fragen. Nach dem Schiffsjungen. Fragen, wann sie ihn das letzte Mal gesehen hat. When did you last see him? 2 days ago, in the evening. We went to have a drink in the tavern. Jonas, Lauro and myself. Did anything seem out of the ordinary? Was he troubled? Maybe a tad troubled. Like he was somewhere else. Why would that be? Give me your best guess. Boy, I haven't the faintest idea. Okay. Nach seinen Gewohnheiten fragen. What does Jonas do in his free time? When you're on land? He just hangs around here or there.
You know the cabin boys don't have half a sailor's wages. And when evening comes, we usually go down the tavern with good old Lauro. Did he ever have one too many? Never. He sips his pint like it was bad medicine. One drink lasts him the whole night. Das nenne ich auf jeden Fall günstig. Nach seinen Freunden fragen. Does he know anyone in Serene? No one, far as I know. Okay. Auf jeden Fall kommst du direkt auf den Punkt. Gefällt mir. Fragen, ob er Feinde hatte. Do you think he could have made himself any enemies? I wouldn't think that for a moment. Jonas has a good heart and he steers clear of trouble and troublemakers. I don't know where to start with this. Do you have any idea? No. Lauro won't stop telling anyone who will lend him an ear that the boy was carried off by thugs. And you don't believe him? I like Lauro, don't get me wrong, he's like a brother. But to be honest, he drinks a little more than he should. The itch for a drink gets us all, but to him more than others, and when you drink too much, the imagination wanders. Here, yesterday, it was me who tied one over, and I thought I heard Jonas's voice by the canal. I called back to him, as you guessed, but then nothing. Drink. It blurs the senses. Das kann doch aber sein, dass es wirklich war. Vielleicht denkst du, es hätte deine Sinne vernebelt. So, nach Kapitän Vasco fragen. What do you think about Captain Vasco? He's a damn good navigator, and an excellent leader of men. He knows his craft well, in spite of being so young. How old is he? He's not seen his 25th year yet. If he keeps it up, he'll be an admiral one day. Okay. Ja. I need to be going. Farewell. Der wurde anscheinend vom Schicksal geküsst. So, was haben wir hier? Untersuche, So, was als nächstes? Untersucht das Verschwinden des nautischen Novizen. Müssen wir da hinten noch hin zu dem? Das ist aber jetzt ein Junge, oder? Oder habe ich mich da auch wieder getäuscht? Nee. Das ist ein Boy. Good day, sailor. I've been told that you know the missing cabin boy well. Is that right? You talking about Jonas? You bet your stars I know him. But like I've been crying to the 9 deaf winds, he didn't go missing, he was taken. Okay, nach dem Schiffsjungen fragen. Natürlich fragen, was er weiß. Were you a witness to the event? Yes, I was. Even though I'd had a few tumblers in the belly, I hadn't yet lost my head. The other day, in the tavern, I saw him talking to a well-dressed man, surrounded by some other sly ruffians. And then when we left, him and I, Flavia left a little earlier, you understand? Well, those brutes were there, waiting for him. They just up and took him like that. Grabbed his arms and poof. Gone. Vanished. Why didn't you intervene? I tried to, believe me. But my legs betrayed me. Wavering they were. And I fell into the gutter. Did you report this to the captain? Unfortunately not. I know all too well what weight my words carry. Even Flavia treated me like a drunken fool. And the captain? No, not telling him that. I still have some pride left. You get me? Ja. Weniger saufen, mein Freund. Mehr genüsslich. Einfach so hinter die Binde. Leicht kippen. Nicht so direkt alles rein. Immer locker flockig. So, fragen, was er weiß. Nach dem Gemütszustand des Schiffsjungen fragen. Did Jonas seem troubled to you the night he disappeared? Maybe. For sure he wasn't his usual self. Do you know what was on his mind? No. No idea. Okay. Nach den Entführern fragen. Why would anyone want to snatch a mere cabin boy? How would I know? Jonas is a gentle boy who keeps his head down. You think my story is nothing but mist too, don't you? It's just that I can't imagine a gang of thugs hoping to get a ransom for a cabin boy. Did anyone else see the kidnapping? There was still a small crowd in the tavern. But outside, I seem to recall that regular being there. We play cards with him from time to time. Kind of fellow who plays from morning to night time to be that skilled. But now and again he comes out. When nature calls, you know. I kind of remember his face being there. Mhm. Finde die Zeugen und befrage sie. Ja, wir sind ja ein kleiner Sherlock, das kriegen wir schon hin.
Sollen wir auch noch nach Kapitän Vasco fragen? Ja, What do komm. you think about Captain Vasco? He's a just man who knows his knots. He's well appreciated by the crew. It's a pity that he hasn't much heart for laughs now and again. Always seems unhappy, our captain. Immer bedrückt. Thank you, Lara. Das ist für mich ein Zeichen. Ich weiß zwar nicht, wo das Zeichen hinführt, aber wir werden es rauskriegen, meine Friends. So, jetzt werden wir erstmal mit den Zeugen reden. Hoffentlich sind es nicht die Zeugen, ihr wisst schon, was ich meine. Die Jehova. Hoffentlich nicht. So, Zeugen, meldet euch direkt. Dann wird euch nichts geschehen. Schon wieder, sag mal. Der ist aber auch bei allem involviert. Ja gut, er ist der Wirt, aber sprich mit Stammgast der Schenke. Ah, deshalb hat er ein Vizchen. Irgendwas ist da passiert, aber wir reden trotzdem erstmal noch mit ihm. Tavern keeper. I see you're back. Can I pour you something this time? Nein, wegen des verschwundenen Schiffsjungens. Ihn nach der Entführung fragen. I'm looking for a Naut. A young cabin boy who's been missing roll call for 2 days now. A Naut, you say? That's not a lot to go on. There are quite a few that come to my tavern. According to one of his fellows, he would have been taken right here. A kidnapping. In my establishment. You surely jest. Or at least I hope you do. I would have noticed. That doesn't hold water. Okay, ihm von dem möglichen Zeugen erzählen. Someone told me about one of your faithful clients. A big gambler, it would seem. I see. An able-bodied man. Passes his time lightening the pouches of sailors coming through. Where might I find him at this time? Here? He would never give away his chair at his table. Anything else? No. I need to be off. Farewell. Goodbye. Außer du willst mir kostenlos was einschenken. Dann natürlich vielleicht schon. So, Passant müssen wir nicht sprechen. Gut. Sprechen wir mit dem Mann mit der großen Flasche. Who are you? I don't recognize you. Am I in your debt? No. Have no fear about that. It's for a different reason that I am here. I'm looking for a Naut that disappeared 2 days ago, after visiting this establishment. A young cabin boy. 2 members of his crew accompanied him. Yes, that does ring a bell. I've played with the 3 of them. Okay, ich habe gedacht, er hätte eine reingekriegt, aber der hat einfach die Krankheit. Nach dem Fragen, was während des Abends geschehen ist. Ja, direkt Butter bei die... Wer ist denn die? Warum steht auf einmal eine Frau bei uns? Nach dem Schiffsjungen fragen. Ich bin irritiert. What can you tell me about the boy? How was he that night? He seemed rather nervous, as if he was worried about something. Didn't feel like playing, that I remember. And he must have been right to be nervous, if he's disappeared. Okay. Fragen, was während des Abends geschehen ist. Tell me what happened that evening. A rich merchant came in, with a band of strong arms. The kind of men you can round up for a few coins, if you catch my drift. They exchanged words with the cabin boy. The kid was defensive, not sitting pretty. And then they finally left. And after that? It just so happens that I did go out for a breather. I needed some fresh air. And I think I might well have seen those same men grab him. But that was none of my business. I wouldn't have thought that they were kidnapping him if that's what it was. They weren't particularly rough with him. Das nennt man unterlassene Hilfeleistung. Fragen, was während des Abends geschehen ist. Nach mehr Informationen über den reichen Mann fragen. Who was the rich merchant, do you think? A jilted lover? A moneylender? No, sir. You are in luck. It so happens that I know the man. It was Sir Fontaine, that merchant. Where can I find him? He has a house in the wealthy boroughs, just off the canal. A stone's throw from the Theleme embassy. Thank you. You've been immensely helpful. This man is completely owned by his love for the game. Do you think we can trust him? What would he gain from lying?
I have no idea. But what would any wealthy merchant gain from holding a penniless child? Ja, das müssen wir ergründen. Du kommst mir ziemlich nah. Ich frage mich, was, sag mal, ist das so eine lebende Dorfzeitung oder so, wo alles mitkriegen will und dann am nächsten Tag weiß es die ganze Welt? Kann das sein? Wäre vielleicht möglich, ne? Okay, gut. Finde die Entführer und stelle sie zur Rede. Ah, der Stand des Quacksalbers haben sie auch noch nicht abgeräumt. Okay. Ich hätte die Fiolen und alles mitgenommen. Da hätten wir ein Geschäft gemacht. Da läuft der kleine Speedy. Habt ihr gesehen? Auf die andere Seite kommen wir auch da hinten. Gut. So. Okay, hallo, guten Tag. Ja, hallo, tschüss, tschüss, tschüss. So, was ist denn du? Ey, pass auf, dass dir das nicht auf den Kopf fällt. Es wird hot. Es wird very hot. Oh, da gehen wir jetzt rein. Mal gespannt, was uns erwartet. Ich bin echt gespannt. Hä? Might I help you, sir? I would like to have a word with Sir Fontaine. He is absent, but the lady of the house could certainly receive you. Enter, please. Sag mal, haben die... Irgendwie sieht der Raum doch genau... Ich weiß nicht. Ich glaube, irgendwie habe ich ein Déjà-vu. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich habe ich davon geträumt oder so. So. Madame. Hallo. Lady Fontaine. Fontaine. Hallo. Oh, I know you. I've seen you at court. You are Lord de Sade. And to what do I owe the honor of your visit, Excellency? I would like to have a word with your husband. He is not here, but perhaps I could be of help. It concerns a delicate matter. We're looking for a missing cabin boy. According to witnesses, he had an argument with your husband before being taken. I see. I am afraid that you have been misled. You seem to have come to the wrong conclusion. The cabin boy you speak of was not taken. He has simply returned home. Excuse me, but I'm not sure I understand. Don't you see, Your Excellency? We got our son back. What? Über den Streiten der Schenke sprechen. I am very surprised. Several witnesses confirmed that your son had a fight with your husband, and that his men escorted him from the tavern using force. If he had joined your husband willingly... Witnesses? In a tavern? And you choose to believe these drunkards over a respectable family? These witnesses are all in agreement, and it's their testimonies that have led me to your doorstep. My son was probably shocked to have found us. My husband and the other men might have simply had to carry him. A gesture that your drunkards must have misunderstood. Mit Sicherheit. Ich meine, die respektablen Familien waren damals die schlimmsten. So, fragen, warum die Nauten ihren Sohn mitgenommen haben könnten. What was your son doing on a Naut ship? Why would they have taken him? It is what they do. Through pacts and contracts, they steal away young children from their mothers. What are you talking about? I would have thought that a legate would know these things. But it is true that you are young and inexperienced. It seems that you have been protected from the turpitudes of our own nation and their terrible allies. This horrible, constant ransoming that they put us through. But I will not say another word. You will have no trouble verifying the details now that you know what to look for. Where might I find your son now? I cannot say, Excellency. You must understand why. Until the Nauts have set sail, we live in fear they will take him back from us. This pact. It sounds like some fear-inducing story. The Nauts wouldn't be the first to recruit through dubious means. Mysteriös. So, sie kann uns auf jeden Fall nichts mehr sagen. Dann gehen wir mal raus, komm. Das hört sich echt krass an, ne? Kann man sagen, Kindesentführung und Gedöns und was weiß ich was noch. Ganz viele Verbrechen. Was steht da? Erfahre mehr über die Verträge der Nauten, ja. Sag mal, das nimmt ja Kreise gerade an sich. Das ist ja wirklich... Das ist ja wirklich heftig.
So, da haben wir Goldmünzen und Munition. Yes. Warte, ich will ja weg. Ich hänge am Hocker. So, er hängt am Hocker. Da hinten kann ich, glaube ich, rüber wieder. So, ich brauche auf jeden Fall Informationen über die Verträge. Was für komische Schandtaten die noch machen. Wer weiß das schon? Alles krank. Erfahre mehr über die Verträge dann unten da hinten rüber. Okay, wir müssen hier entlang. Geht's hier entlang? Yes. So, warum hängt hier ein Haken? Das ist zu gefährlich. Stellt euch mal vor, da stolpert einer und direkt mit dem Auge und der Augenhöhle dann da dran. Das hört sich krank an, oder? So, jetzt werden wir auf jeden Fall mal Vasco. Oder Vasca, wie heißt er? Vasco, genau. Sir, you still haven't found your cousin. As you well know, we cannot Ja, leave wir without- wissen's. Have no fear. I will bring him back in time to make our scheduled departure. Ich will etwas über die Verträge Still wissen. without news of my cabin boy, but we will have to do without. Nach Madame Fontaine fragen. I spoke with a woman who told me she was the mother of the cabin boy. She claims that her son was taken from her. Taken? Her son is sea gifted. His parents were required to give him up to honor the terms of a contract. A contract? But what kind of contract are we speaking of? A commercial contract. In exchange for services rendered by the Nauts, some families cede more than gold. In some cases, nations even trade some of their subjects before they're born. I wouldn't be able to tell you the condition of Jonas's contract. I didn't even know he was originally from Serene. But what I can tell you is the young man hasn't seen his parents since he was a small child. And ever since, he's been a Naut. Our ships are his home. And we are his only family. Okay. Wahrscheinlich die gleiche Familie wie bei, was könnte man sagen? Haus der 1000 Leichen. Wer kennt das? Naja, Nachfragen bezüglich... Ja, jetzt müssen wir gehen, ne? Oder können wir noch irgendwas? Die Nauten? Nee, okay. Gehen wir auch. Be back soon, Captain. You see anyone else who might be able to help us? Jojo. Anyone who's not a Naut? Sir de Corsillion's a very Sir well Corsillon knowledge. müssen wir He jetzt. could tell us a little more. Alles klar, machen wir. Meine Friends. Gut. Ja, werden wir auf jeden Fall machen. Aber er winkt schon. Er will unbedingt, dass wir Informationen kriegen von ihm. Solange die nichts kosten, ist mir das eigentlich auch egal. Gut, meine Friends, wir beenden jetzt mal hier den Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Däumchen freuen. Wenn ihr abonniert und Glocke aktiviert, wäre natürlich richtig nice, würde mich wahnsinnig freuen. Und dann verpasst ihr auch nichts. Ansonsten wünsche ich euch einen hammergeilen, super nicen Tag. Ich hoffe, alles gelingt soweit, wie ihr euch das wünscht. Meine süßen Nautis. Und ansonsten wisst ihr ja, das Allerwichtigste ist, Freshness ist das halbe Leben. Haut rein, meine Friends.